Ich heiße Jacqueline. Ich wurde im Osten Deutschlands als Einzelkind geboren. Ich wuchs in der damaligen DDR auf, also in einem sozialistischen System. Und von Gott wusste ich nichts. Es gab auch niemanden, der mir etwas von Gott erzählt hat. Und trotzdem kann ich mich erinnern, dass ich als Kind so etwas Ähnliches wie gebetet habe. Ich bin dann in mein Zimmer gegangen, habe mir alles von der Seele geredet und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da jemand war, der es gehört hat, auch wenn ich niemanden sehen konnte. In der Schule wurde uns beigebracht, dass es keinen Gott gibt und dass an Gott Glauben etwas für ungebildete Leute ist oder dazu diente, Menschen gefügig zu machen oder auf ein Leben nach dem Tod zu vertrösten. Ich hatte das ehrlich gesagt nie hinterfragt. Ich war von den sozialistischen Idealen wie Freundlichkeit, Fleiß, Hilfsbereitschaft, von diesen Idealen war ich überzeugt und glaubte an das Gute im Menschen. Und wenn man etwas erreichen wollte, dann musste man es halt selbst tun. Für Gott gab es keinen Platz. Für mich war der Sozialismus selbstverständlich, denn ich kannte ja nur diese Gesellschaftsordnung. Ich war bei den Pionieren und später bei den FDJlern, also der Freien Deutschen Jugend. Und als einzigste meines Jahrgangs wurde ich für einige Wochen in die Pionierrepublik Wilhelm Pieck am Werbellinsee delegiert, so nannte man das. Das war ein Privileg und diese Pionierrepublik Wilhelm Pieck, das war ein Zentrum für ausgewählte Pioniere. Wir haben dort Lieder gesungen, natürlich sozialistische, uns mit den Idealen der DDR und anderen sozialistischen Bruderländern auseinandergesetzt. Aber wir haben auch ganz normale Sachen gemacht, wie Sport getrieben, gespielt, gebastelt und einfach Spaß gehabt. Ich war auch Hauptagitator im Freundschaftsrat meiner Schule. Das heißt, ich habe andere Agitatoren, also die aus den anderen Klassen, geleitet. Ich musste dort politisch geprägte Reden halten und die Werte des Sozialismus vermitteln. Ja, ich sollte darauf achten, dass die anderen Agitatoren politisch auf dem aktuellen Stand waren. Und das war manchmal lustig, weil ich selbst nicht vorbereitet war und ich hoffte, die anderen Agitatoren seien es. Als ich in der 7. Klasse war, hat unser Deutschlehrer gesagt, wir sollen einmal aufschreiben, was wir sein wollen oder was wir erreicht haben wollen, wenn wir erwachsen sind. Und ich habe 2 Dinge aufgeschrieben. Als erstes wollte ich in die Partei eingetreten sein, das heißt in die Sozialistische Einheitspartei Deutschland. Und das Zweite, was ich wollte, war, berühmt zu sein oder zu werden. Dabei ging es mir gar nicht um den Ruhm, sondern es ging mir darum, dass irgendetwas bleibt von mir, wenn ich einmal nicht mehr bin. Leider habe ich nie etwas Weltbewegendes erfunden und auch meine Versuche, Lieder zu schreiben, blieben erfolglos. Die Frage nach dem Sinn und was letztlich von einem Leben übrig bleibt, hat mich aber beschäftigt. Ich habe verschiedene Menschen gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Aber keine Antwort hat mich befriedigt. Eine Antwort war zum Beispiel, dass der Sinn des Lebens ist, Kinder zu bekommen und dass man in den Kindern fortlebt. Aber irgendwie war mir das nicht genug. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das alles gewesen sein soll. Arbeiten, essen, trinken, Kinder kriegen. Soll das alles sein? Ich kann mich an Tage erinnern, da war ich fröhlich und verbrachte die Tage wie die meisten meiner Freunde. Und dann wieder gab es Tage, da war ich ohne einen besonderen Grund irgendwie traurig. Ich nannte das Weltschmerz. Aber diese Tage gingen auch wieder vorbei. Als Teenager habe ich dann angefangen, mit meinen Freundinnen samstagabends zur Disco zu gehen. Ich fand es cool, dort zu sein und mit der Zeit auch immer mehr Menschen zu kennen. Die ganze Woche lebte ich sozusagen auf den wöchentlichen Disco-Besuch hin. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich da stand, inmitten der lauten Musik und der vielen Menschen und dass ich mich dann einsam und irgendwie leer gefühlt habe. Und dann hasste ich diese Oberflächlichkeit. Einmal war ich beim Zelten an einem See
Und ich saß mit einer Freundin nachts in einem Boot und wir schauten zu den Sternen hoch. Wir fragten uns, ob es da wohl Lebewesen gibt und wenn ja, ob sie uns beobachten und was sie wohl von uns denken. Als ich in der 10. Klasse war, wurde aus Ost- und Westdeutschland wieder ein Deutschland und der Sozialismus war plötzlich Schnee von gestern. Wir wurden mit völlig neuen Denkweisen konfrontiert. Ich kann mich erinnern, dass ich während des Abiturs anfing, die Bibel zu lesen, weil ich dachte, das gehört zur Allgemeinbildung. Ja, und außerdem wollte ich die Christen mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ich bin mit dem Lesen nicht besonders weit gekommen und habe es dann sein lassen. Nach dem Abitur wollte ich Sozialarbeiterin werden und bevor man das studieren konnte, musste man damals Praktikas absolvieren in verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit. Und so habe ich einige Wochen im Asylbewerberheim gearbeitet und dort Gabriel kennengelernt. Er hat dort als Betreuer und Dolmetscher gearbeitet und war Christ, das wusste ich damals jedoch noch nicht. Ich merkte aber, dass er irgendwie anders war als die jungen Männer, die ich kannte und er war ruhiger und trank keinen Alkohol und ich fühlte mich irgendwie von ihm angezogen. Und als wir uns anfreundeten, erfuhr ich von seinem Glauben und ich dachte mir, naja, kein Problem, er kann Christ sein und ich bin's halt eben nicht. Und wieder begann ich in der Bibel zu lesen, dieses Mal jedoch, um Gabriel besser zu verstehen. Ich hatte mir eine Bibel aus der Bibliothek geliehen und las darin. Und während des Praktikums im Asylbewerberheim traf ich dann einen Flüchtling aus Afrika und dieser Flüchtling hat mir meine erste Bibel geschenkt. Und in diesen Wochen meines Praktikums hat er mir immer wieder Zettel zugesteckt mit Bibelversen darauf, die ich dann gelesen habe und dann haben wir darüber gesprochen. Doch dabei blieb es nicht. Ich lernte die Eltern meines Freundes Gabriel kennen. Sie waren ebenfalls Christen, genauer gesagt Adventisten. Und ich lernte auch die Adventgemeinde kennen. Ich ging zu den Gottesdiensten und zu den Jugendstunden und während ich die Bibel las, hatte ich viele Fragen und suchte nach Antworten. Besonders die Prophezeiungen aus Daniel begeisterten mich und ich stellte fest, dass man als Christ keineswegs sein Gehirn ausschalten muss. Ich kann mich noch an hitzige Debatten mit meinem Schwiegervater erinnern. Er beantwortete aber meine Fragen geduldig und zwar allein auf der Grundlage der Bibel. Das hat mich beeindruckt. Und nach etwa einem Jahr hatte ich die Bibel dann gelesen und stellte fest, dass es gar nicht mehr oder schon lange nicht mehr darum ging, meinen Freund besser zu verstehen. Ich hatte viel über mich selbst und über Gott gelernt und langsam und stetig war Gott für mich zur Realität geworden. Und ich fragte mich, ob ich ernst mit Gott machen sollte. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass Gott mein gesamtes bisheriges Leben bei mir war und dass er mir eine Sehnsucht nach mehr, eine Sehnsucht nach der Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Diese Sehnsucht zusammen mit Begegnungen mit Christen, aber auch durch verschiedene Lebensereignisse und natürlich durch die Bibel haben mich an einen Punkt der Entscheidung gebracht. Letztlich habe ich mich für Gott entschieden, denn was hatte ich zu verlieren? Ich konnte nur gewinnen. Warum sollte ich es mit Gott nicht riskieren? Und ich stellte fest, dass es Jesus ist, der diese Leere, die ich eigentlich schon immer gespürt habe, der diese Leere füllen kann. Und dass er es ist, der meinem Leben Sinn und Tiefe gibt. Meine Sehnsucht ist durch Jesus erfüllt. Also ich hatte meine Entscheidung getroffen, aber trotzdem gab es für mich noch ein Problem. Ich wollte nicht, dass man denkt, ich werde nur Christ oder Adventist, weil Gabriel und ich heiraten wollten. Ich habe mir echt viele Gedanken gemacht und am Ende habe ich festgestellt, dass es eigentlich egal ist, was andere darüber denken. Gott weiß, warum ich mich für ihn entschieden habe und das ist es, was letztlich zählt.
Ich hatte angefangen, die Erkenntnisse aus der Bibel in meinem Leben umzusetzen. Der Samstag wurde für mich zum Sabbat und statt zur Disco ging ich in den Gottesdienst. Damals lebte ich noch bei meiner Mutter und sie konnte überhaupt nicht verstehen, warum ihre Tochter sich plötzlich am Samstag nicht mehr am Putzen beteiligen wollte, sondern stattdessen halt am Freitag die ganze Wohnung geputzt hat. Auch hatte ich mir vorgenommen, vor den Mahlzeiten oder vor dem Essen zu beten. Und ich konnte irgendwie vor meiner Mutter ich konnte es vor meiner Mutter nicht. Und dann saß ich halt am Essenstisch und tat so, als müsste ich mir die Nase putzen, rannte in mein Zimmer, betete, kehrte zum Tisch zurück. Und und das habe ich ganz oft so gemacht. Und irgendwann hat meine Mutter zu mir gesagt: Jacqueline, du kannst zum Beten ruhig am Tisch sitzen bleiben. Sie hat mich durchschaut und ja, so sind Mütter halt. Im Sommer 95 wurde ich getauft und seitdem bin ich 7-Tags-Adventistin. Kurz vor meiner Taufe schrieb ich mein erstes Lied. Aber nicht zu meiner Ehre oder um berühmt zu werden, sondern zu Gottes Ehre. Und seitdem ist noch das ein oder andere Lied hinzugekommen. Doch die Taufe war nur der Anfang meines Wegs mit Gott, sozusagen die Geburt. Und ich bin gerade dabei, unter Gottes Obhut zu wachsen. Keine Ahnung, ob ich geistlich gesehen schon noch ein Teenager bin oder schon erwachsen. Eins steht jedoch fest: Ich bin ein Kind Gottes. Ehrlich gesagt, der Weg mit Gott ist nicht immer einfach. Es ist ein ständiger Kampf, vor allem mit dem eigenen Ich. Doch wenn Gott bei mir war, als ich ihn noch gar nicht kannte, warum sollte er mich jetzt allein lassen, wo ich doch auf seiner Seite bin? Mein Bibeltext zur Taufe lautete: Und Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Das steht in Philipper 2, Vers 13. Und irgendwie passt der Text zu mir. Ich vertraue einfach darauf, dass Gott das, was er in mir begonnen hat, auch vollenden wird. Dass es ein gutes Ende hat. Und er kann das für jeden Menschen tun.